Hallo liebe El Pariso Verde-Fans, wir haben heute den 17. August 2024 und ich darf euch verkünden, wir haben jetzt endlich unseren Fitnessclub so eröffnet, wie er von Anfang an geplant war. El Pariso Verde kehrt zurück zu den ursprünglichen Wurzeln und nicht nur das, der Fitnessclub ist so toll, ihr werdet begeistert sein, wenn er herkommt. Ich zeige euch den Chefs, die beiden Chefs vom Fitnessclub, das ist der Stefan und die Astrid. Stefan, du bist nicht nur ein Fitnesstrainer und hast auch Bodybuilding-Zertifikate, du bist ja auch ein Physiotherapeut. Oder du machst, meine Frau ist Physiotherapeutin. Ich weiß, du bist eine begnadete Physiotherapeutin. Ja, ich weiß das, ich war schon Patient. Und was machst du? Du machst ja nicht nur Fitness, du machst ja das auch vom Gesundheitsaspekt her. Ja, natürlich. Wenn die Leute natürlich Probleme haben, kommen sie natürlich erstmal vom Physiotherapeuten und wenn irgendwelche schwerwiegende Probleme sind, dann wird natürlich da abgesprochen, was man machen kann und was man nicht machen kann oder nicht sollte. Ah, das heißt, das ist eine Symbiose zwischen Training und Physiotherapie, finde ich gut. Genau, und ich habe ja auch Ausbildung zum Reha-Sport, also ja, das finde ich ja genial, weil ihr beide ergänzt euch ja total. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich habe mehrere Jahre keinen Sport betrieben, kommt ins El Pariso Verde, sieht diesen Fitnessclub, dann, was würde dann sein? Würdest du den zuerst einmal zur Astrid schicken? Einmal checken, vor allem wenn er irgendwo Schmerzen hat. Wenn er Schmerzen hat, auf alle Fälle, oder wenn er sich unsicher fühlt, erstmal durchchecken lassen. Ich denke, bei jungen Burschen wird es eher weniger der Fall sein auf den ersten Blick. Bei den etwas älteren Semester. Aber bei älteren, da würde ich schon sagen, darauf schauen, ob man unbedenklos trainieren kann. Super, das heißt, du fixst die Leute einmal ab. Ja, es ist der umgekehrte Weg. Normalerweise gehen die Leute zuerst trainieren und dann brauchen sie einen Physiotherapeuten. Hier ist es genau umgekehrt. Hier geht man zuerst zum Physiotherapeuten, wird einmal repariert und dann wird man geschickt zum Training und macht ein Reha-Training, macht eigentlich ein Training von einem Fachmann, der auch weiß, wie die Leute trainieren können, die nicht nur auf Muscle los sind, sondern die auch wirklich gesund sein sollen. Trainieren und gesund sein ist die Idee. Aber ich habe mir die Geräte hier angeschaut und ich kenne wenige Fitnessclubs, die so ausgestattet sind. Ich finde es ein Wahnsinn, ein Hammer, was du hier aufgestellt hast. Ich habe meine privaten Fitnessgeräte jetzt auch zur Verfügung gestellt. Das ist die Creme de la Creme in Amerika, der Bowflex, die Bowflex Revolution. Aber was hier alles ist, wir werden jedes einzelne Gerät werden wir fotografieren, beschreiben, auch mit Videolinks, damit ihr seht, was ihr tun könnt. Das ist wesentlich mehr, als jedes Hotel zu bieten hat, wesentlich mehr, als jeder Fitnessclub in irgendeinem Dorf oder einer kleinen Stadt. Das ist wirklich ganz professionell. Ich bin also wirklich begeistert. Genau, du kannst hier mit dem Bowflex eigentlich ein Vollkörpertraining machen, mit der Bowflex. Und das ist nur ein Gerät. Wenn ihr euch da umschaut, wir haben eine Athletica Multipurpose mit Gewichten, mit geführten Gewichten. Wir haben natürlich auch Gewichtstraining. Wir haben da drinnen noch eine Bank für Brust. Wir haben wirklich alles, was man braucht, Bauchmuskeltraining. Es ist alles vertreten, was man für eigentlich auch als anspruchsvoller Fitnesssportler braucht. Also das wäre sogar, würde ich jetzt mal sagen, selbst für einen Wettkampfathleten ausreichend, um in Wettkampfform zu kommen. Okay, also selbst der Vorbereiten für die World Championship, komm her ins El Pariso Verde, wir bringen dich zu den Arnold-Muskeln. Ja, richtig. Ja. Und das ist natürlich auch für die älteren Semester wichtig, weil ich weiß das von mir, wenn man dann mit 50 oder 55 anfängt zu trainieren und man hat nicht Fachpersonal, das einen ordentlich einschult, dann geht es euch so wie mir, dann hatte ich jahrelang Rückenschmerzen. Also hier könnt ihr das anders machen. Ihr habt eine kompetente Physiotherapeutin, die euch einmal richtig in Schwung bringt und dann habt ihr einen kompetenten Reha-Trainer, der euch so zum Trainieren bringt, dass ihr ohne Schmerzen hier auch wirklich zum Muskeln kriegt. Und wie gesagt, auch Muskeln im hohen Alter sind was Schönes, wenn man wieder fit ist. Richtig, so ist es. Weil was ist das Schlimmste im Alter, was passieren kann? Man hat keine Kraft mehr, man hat keine Ausdauer mehr, man wird unbeweglich, steif und das verschlimmert sich im Laufe der Zeit immer mehr und man irgendwann bettlägerig. Und hier kann man dem perfekt entgegenwirken. Mit mehr Kraft, mehr Ausdauer, mehr Beweglichkeit, Wohlbefinden steigert sich. Was will man mehr?
Und? War nix. We will fix you up. War gut?